Moin bei kugelbahn.de. Es ist Freitag, der 13. Jason sitzt nicht auf der Rückbank. Gott sei Dank, dann sollte ich heil in Stuttgart ankommen, denn da fahre ich hin zum dritten Gravitex Bilder Event mit ein paar Superfans. Was heißt ein paar? Wir sind, glaube ich, so um die 20 Leute insgesamt. Dazu sind dann auch noch, glaube ich, 30 Leute, die die Tickets gewonnen haben bei Ravensburger. Und ich fahre jetzt dahin und werde so ungefähr in 2 Stunden wahrscheinlich dann auch dort sein. Wir bauen dieses Jahr nicht nur eine einfache Bahn oder mehrere Bahnen, die halt irgendwie was darstellen sollen, sondern einen Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde. Da gibt es allerdings so ein paar Regeln für, die beachtet werden müssen. Eine Regel ist zum Beispiel, dass diese Bahn am Stück durchlaufen muss. Ziel ist es, den Rekord aufzustellen, die meisten Actionsteine in einer Bahn zu verbauen. Und diese müssen One-Take durchlaufen und jeder, der Gravitex baut, weiß, das ist manchmal nicht so hundertprozentig zuverlässig. Die Superfans, die reisen heute schon an. Es hat jeder so ein bisschen einen groben Plan, was er baut. Mehr oder weniger trickreich. Und ich schalte euch gleich wieder zu, wenn ich dort angekommen bin, falls nicht doch der Freitag, der 13. noch zuschlägt heute, aber ich denke mal nicht. Ja, ich bin da. Es sieht gar nicht so aus, als wäre man da. Die Location ist so eine alte Kfz-Werkstatt oder Lackiererei oder sowas. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster schaut hier, dann ist das eher so ein Wohngebiet. Und da im Hinterhof ist quasi diese alte Werkhalle, nenne ich es, trifft es wahrscheinlich besser. Und da ist das jetzt und da gucke ich jetzt einfach mal, ob da schon jemand von Ravensburger ist. Es ist 11:15 Uhr. Diese alte Werkstatt wurde in eine Event-Location umfunktioniert und hat den coolen Charme einer Autowerkstatt aus den 50er Jahren, also voll retro. Das Gravitex-Team von Ravensburger war natürlich auch teilweise schon vor Ort und fleißig am Teile aufbauen, denn wirklich alles von der Pro-Säule bis zum Looping musste noch komplett zusammengebaut werden. Und das Filmteam traf dann auch noch zwischendurch ein und da wurden schon die ersten Aufnahmen gemacht. Um 7 Uhr circa ging es 2 Häuser weiter zu einem Portugiesen. Die waren allerdings ein bisschen überfordert aufgrund der vielen Leute. So sind wir dann irgendwann erst abends um 11 ins Hotel gekommen. Da habe ich nicht mehr viel gefilmt, weil es war ziemlich spät und ich musste 1 Kilometer weit weg-parken. Das war etwas anstrengend und ich war auch froh, als ich dann endlich im Bett lag. Ja, der Plan ist jetzt so, dass ich jetzt gleich frühstücken werde und es fahren nachher 2 Transferbusse zur Location um 9:30 Uhr oder sowas kommen dann auch die Gäste dazu und ab 10 Uhr wird gebaut. Alles weitere dazu gibt es dann gleich. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal zur Frühstückskantine des Hotels Hampton bei Hilton. Irgendwie so heißt das. Ich krieg's vielleicht noch hin, von außen eine Aufnahme zu machen. So, wir sind jetzt hier ausgestiegen. Das war mehr so ein Linienbus als irgendwas wirklich Geschartertes, weil er hat direkt an der Haltestelle gehalten. Gut, hier ist so eine Art Wohngebietsstraße, ist ein bisschen eng da reinzufahren. Vielleicht gibt es noch keine Wendemöglichkeit, aber es sind ja auch nur 150 Meter, die wir jetzt hier zur Location noch laufen müssen. Die anderen sind hier vor mir unterwegs. Und ja, weiter geht's gleich mit den restlichen Vorbereitungen. Es ist 8:16 Uhr.
Lichter mit dabei, das freut uns auch sehr. Und dafür haben wir hier eine riesengroße Bühne für euch aufgebaut. Da werden 20 Fans arbeiten, die haben sich super gut vorbereitet. Da gibt es schon ein paar Videos, ein paar werden noch hochgeladen und da könnt ihr euch richtig auf was freuen. Es gibt extrem coole Highlights. Let's break the record. Lasst uns den Rekord brechen. Viel Spaß beim Bauen. Ciao, ciao. Vielen Dank. 16:07 Uhr ist es, wir nähern uns hier langsam dem Ende und wir müssen noch eine Sicherheitsbahn einbauen. Denn wenn irgendwelche Teile versagen von der Bahn, dann muss eine Sicherheitsgewährleistung sein, dass trotzdem die Kugel weiterrollt zum nächsten Bahnabschnitt. Und da sind wir jetzt dran, über dem gesamten Tisch sozusagen. Also die Jungs sind da hinten alle zugange damit und wir haben hier, also meine Bahn ist hier unten, ich drehe jetzt wieder rum, und die löst im Anschluss hier die vom Rob von den Nederlands aus, und die läuft so ungefähr eine Minute durch, vielleicht auch eine Minute 10 oder 15, je nachdem, was hier los ist. Und darum trennen wir die Bahn kurz vor der Auslösung in seine. Die steht nur falsch rum, dass nicht aus Versehen ausgelöst wird. Jetzt trennen wir die mit dem Vulkan und dann geht das hier die Stufen rauf mit der Kaskade und dann ganz viele langsame Schienen und durch 2 Elevator durch hier. Einmal den da vorne und einmal den da hinten. Und so haben wir hier eine Backup-Bahn, die insgesamt 1 Minute 40 durchläuft. Haben wir jetzt 3-mal durchgetestet, hat alles funktioniert und ich hoffe, dass es auch beim Hauptdurchlauf dann vernünftig klappt. Und jetzt bauen wir noch da hinten bei Papa spielt mit eine Backup-Bahn drumherum. Der Rob ist schon zugange und wir gucken jetzt, wie wir das hinkriegen. So, das ist unser Abschnitt bzw. mein Abschnitt. Unser deshalb, weil MyGravitrax aus der Schweiz eben noch ein bisschen mitgeholfen hat, hier diesen Backpart zu bauen. Die Bahn bindet an den Lennox dran, hier das Riesengebilde, wo da hier irgendwie die Kugeln da runterkommen und führt dann hier unten zu dem Vulkan und dann geht es hier mit 3 Kugeln weiter. Die hier links im Splash liegt, das ist die Backup-Kugel, die dann auf einer separaten Bahn läuft. Falls irgendwas nicht funktionieren würde, dann würde die Gesamtbahn trotzdem weiterlaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mixer, glaube ich, weiß nicht ganz genau. Ich starte jetzt hier einfach mal und simuliere das Ankommen der Kugel und ja, los geht's. Ist halt nichts wahnsinnig trickreiches oder sonst irgendwas, aber es muss halt zuverlässig durchlaufen, damit dieser Weltrekord auch funktionieren kann. Also gibt es hier entsprechend keine Trampolingeschichte oder sonst irgendwas, sondern einfach nur 3 Kugeln, die letztendlich im Elevator landen und dann zum nächsten Bahnabschnitt weiterrollen. Das ist die Baufläche. Es gibt aber noch ein paar andere Ecken hier in dieser alten Industriehalle. Und zwar so eine Art Showcase ist hier noch. Ach nee, da darf man gar nicht rein. Aber hier ist auf jeden Fall in Retro-Vintage-Atmosphäre das neue Star Wars-Set ausgestellt. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Hier ist so eine Ausruhecke, wo man natürlich auch ein bisschen was bauen kann. Dann wird das
neue Guinness-Buch der Rekorde vorgestellt, wo der Marketingmanager bestimmt was zu sagen kann. Ja, wir Auch bei wenn du nicht der Marketingmanager des World Records Ja, bist. aber ich bin ja ein Ravensburger Marketingmanager. Das ist okay, wir vertreiben ja bei Ravensburger das Guinness World Records Buch in Deutschland. If so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Und da ist jetzt gerade diese Woche die neue Edition für dieses Jahr oder fürs Jahr 25 rausbekommen. 70 Jahre Jubiläum, ganz viele tolle Rekorde drin und wenn wir heute unseren Rekord schaffen, stehen die Chancen ganz gut, dass wir ins Buch, das nächstes Jahr im September rauskommt. Also drückt uns die Daumen, dass wir da dann drin sind. Jo, alles klar. Vielen Dank für die Info. Genau, und hier ist dann jetzt noch das Star Wars Set dann nochmal zum Durchspielen auch ausgestellt. Ja, das war's eigentlich schon hier. Ja. So, the most action stones on a Gravitrax track with a record to beat of 100. Let's go for attempt number 2. 3, 2, 1, go. Und dann ging es irgendwann auch an die Rekordbahn. Und es ist, wie es immer ist, der Testlauf ging ziemlich fehlerfrei und hätte vermutlich schon locker ausgereicht. Anschließend hat dann die extra aus England angereiste Dame vom Guinness-Buch den offiziellen Startschuss für den Rekordversuch gegeben. Und man kann nur sagen, glücklicherweise hatten wir 5 Versuche frei. Denn erst beim 4. ist die Bahn zu 70, vielleicht auch zu 80% durchgelaufen, ehe es dann wieder an einer Kleinigkeit gescheitert ist. Ich konnte hier leider nicht so wirklich was filmen, denn ich und Gravity sind gleichzeitig mit der Drohne über der Bahn geflogen, damit der Rekord später auch noch nachweisbar ist und dafür wurden möglichst viele Perspektiven benötigt. Aber das ist auch okay, denn Ravensburger wird hier natürlich noch ein Video zu machen, wahrscheinlich auch 2 und solange dürft ihr gespannt sein, wie viele Actionsteine letztendlich beim Rekord durchlaufen worden sind. So viel sei verraten, der Minimumrekord, der hätte aufgestellt werden müssen von 100 Actionsteinen, der ist auf jeden Fall aufgestellt worden und das halt auch schon bei dem Testlauf. So, beim 4. Versuch ist das ganze Ding dann hier jetzt durchgelaufen. Also nicht ganz durchgelaufen, hat noch irgendwo gekrankt an einer Ecke, aber das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, 4/5 sind erledigt. Vielleicht auch 9/10. Es ist noch schwer zu sagen. Die Teileanzahl, die jetzt letztendlich durchgelaufen ist, wird jetzt noch gezählt. Und dann werden wir das erfahren. Wir wissen das wahrscheinlich auch heute Abend noch nicht. Mal gucken. Und mir strömt gerade ein Grillgeruch in die Nase. Es wird auch langsam Zeit. Wir haben 10 vor 8. Um 6 sollte es eigentlich Essen geben. Jetzt riecht es nach Essen. Und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Die Frage ist total einfach und lautet einfach nur, wie war dein Tag? Ein super Tag, ich habe dich kennengelernt und zusammengebaut und am Ende, das klappte 70% der Versuch, das war gut gelungen und unsere Strecke waren da dabei, also wir haben auch kontribuiert. Ja. Okay, vielen Dank. Okay. Wunderbar. Nein, sehr schön. Deutlich entspannter als vor 2 Jahren. Es war leise mit der Musik und genau. Nein, eine ganz tolle Atmosphäre. Die haben alle super zusammengebaut. Es sind tolle Bahnen entstanden. Ein schönes Miteinander zwischen Jung und Alt und ganz klein und ja, es war super. Mein Tag war sehr gut. Ich war leider nur ganz zum Schluss hier dabei. Fand den Weltrekordversuch mega und fand es ein bisschen schade, dass deswegen der Anfänger und der fortgeschrittene Tisch untergegangen sind. Ich hätte es schön gefunden, die vielleicht erst zu zeigen. Guckt ein bisschen hin alles leider, ja. Genau, und deswegen, das fand ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass wir jetzt gleich auch noch zu den Bahnen kommen, wo die anderen Kids gebaut haben und das wird nochmal cool. I was so excited and I don't think I have the chance to do it one more time. It was a special day for me. That's all. Okay, super. Thank you. Schön, ich war im Trips Drill und dann bin ich jetzt hierher gekommen. Hat Spaß gemacht, ja. Und jetzt bin ich hier, um ein bisschen Gravitrax wieder anzugucken, mal ein paar
Bekannten Hallo zu sagen. Mein Tag war sehr gut. Also mir hat sehr gut hier gefallen. Ich war auch schon beim zweiten Bilder-Event dabei. Und ja, was mir heute ein bisschen gefehlt hat, war letztes Mal gab es Musik und so LED-Ketten beim Barbecue. Das hat mir dieses Mal ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten super viele Teile. Ja, sehr nice. Einfach. Ich mag's immer wieder. Wunderbar. Ich hatte von Anfang bis Ende Spaß. Ich habe diese ganze Dynamik hier in dem Raum wahrgenommen. Es hat sich von Stunde zu Stunde weiter aufgebaut, bis dann dieser Weltrekordversuch kam und man hätte wirklich eine Stecknadel fallen können. Es war wirklich toll. Ich habe richtig mitgefiebert, obwohl ich ja nicht mitgebaut habe. Aber ja, ich bin jetzt auf jeden Fall spätestens jetzt auch ein Gravitrax-Fan. Wunderbar. Also fand ich sehr schön. Ich fand es cool, dass man hier wirklich mit unendlich Teilen bauen konnte und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten auf jeden Fall ganz, ganz viele Highlights heute. Wir haben viel Arbeit reingesteckt in unseren tollen Weltrekord. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir den auch geschafft haben, dass wir da mit einem Erfolg auch rausgehen können. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht wirklich dran gezweifelt. Ihr habt euch so toll vorbereitet, da wusste ich, dass es noch gut wird. Und ich muss auch sagen, dass alle anderen Tische wahnsinnig gut waren. Wir haben ein sehr, sehr hohes Level, finde ich, bei unseren Fans. Der Anfängertisch konnte sehr, sehr mithalten mit allen anderen und es war wirklich einfach ein Highlight für mich. Cool. Vielleicht so 2, 3 Wörter noch dabei. Sehr cool, einfach mit unendlich viel Gravitrax zu bauen und andere zu treffen und ja. Okay, vielen Dank. Sehr schön. Sehr anstrengend, aber sehr schön. Schon ein Erlebnis auf alle Fälle. Ja, manche hören ja jetzt noch nicht auf, die bauen ja noch weiter. Es war toll, doch war schön. Gutes Essen, tolle Leute, alles perfekt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe mich echt gefreut, dass ich mit ganz vielen Leuten hier zusammen Gravitrax bauen konnte, was ja schon seit 3 Jahren mein Hobby ist. Und ja, beim letzten paar Bilder-Events war ich ja nicht dabei. Beim ersten Mal war es ja nur für die Superfans und beim zweiten dann halt, konnte ich halt nicht dazukommen, sag ich mal. Deswegen freue ich mich jetzt dieses Jahr dabei zu sein auf jeden Fall. Erstens sehr stressig, weil ich fast die ganze Zeit gebaut habe und danach noch verbessert habe, Sicherheitsstrecken gebaut habe und fühlt nur gebaut. Und dann die ganze Zeit war Spannung ja beim Event, als die Kugel dann ja gelaufen ist. Und sonst war es sehr nett. Hat man sehr viele Leute kennengelernt, auch alte wiedergesehen von letzten Bilder-Events und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Also der Tag war sehr gut. Mein Tag war sehr gut. Mich hat es einfach gefreut, dass ich mit Kravleo, Gravitrax Gamer und mit Green Kravi spielen, bauen könnte. Ja. Okay. Vielen Dank. Ja, bleibt noch meine Antwort auf die Frage, wie war dein Tag? Der Tag war super und von allen Bilder-Events bisher das Beste. Und das lag, glaube ich, an einem einzigen Punkt. Wir hatten eine Aufgabe. Bei den letzten Events bin ich kaum zum Bauen gekommen, weil ich viel mit anderen Dingen beschäftigt war und es in Hamburg auch ziemlich voll und sehr eng war. Hier bin ich zu diesen anderen Dingen gar nicht gekommen. Auch von Interviews bin ich in Anführungszeichen weitgehend verschont worden. So konnten wir gemeinsam eine echt krasse Bahn hinstellen. Da muss ich echt sagen, dass das eine großartige Leistung war. Danke also an Ravensburger für das Event und Glückwunsch für den Rekord. Danke auch an das Team von Frameworks, die euch auf dem offiziellen Kanal in Bälde die nötigen Details zum Rekord liefern werden. Und natürlich auch danke an die anderen Superfans. Es hat mit euch echt Spaß gemacht, dieses Ding dahin zu bauen. Die Kanäle verlinke ich in der Videobeschreibung. Falls ich jemanden vergessen sollte, weist mich bitte in den Kommentaren noch drauf hin. Jetzt gibt es noch ein paar Szenen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.